Das heißt, das baust du jetzt um und dann ist das Thema auch durch und dann brauchst du auch keine Angst mehr haben, dass das da irgendwie... Was ist das denn Schönes hier? Genau, so sieht der alte von der Seite aus. Ja, ich würde mal sagen, ich gehe dann jetzt wieder hinter die Kamera. Wichtig ist dabei, dass man, wenn man den ausbaut... Ja, der Kelvin, der will jetzt nicht so richtig sagen, wo er die her hat. Also, das war jetzt mit oder ohne? Das war jetzt ohne. Vorderrad hat halt komplett blockiert. So, jetzt gibt es erstmal einen Cut. Und hier ein weiteres Video. Der ist nicht da. Nils ist nicht da. Dafür, Nils ist heute nicht da. Heute mal ein Video mit mir als kleinen Moderator hier als Ersatzmoderator, mal eben eingesprungen. Und Kelvin haben wir hier. Kelvin ist Mechaniker bei Zweirad-Hogendorn und der Kelvin, der möchte einen Umbau machen an seinem Fahrrad. Und wir haben mit Kelvin auch schon mal ein Video gemacht, beziehungsweise 2 Videos. Das hast du damals gemacht, was eigentlich gar nicht geht. Vielleicht magst du mal selber erzählen. Also ich habe mein Fahrrad ja umgerüstet auf die Rohloff-Schaltung. Und da war natürlich die Schwierigkeit, dass ich ja das ABS hatte. Du hast es trotzdem gemacht. Ich habe es trotzdem gemacht. Also das ist ein Riese und Müller D-Lite. Ja, mit ABS und bei der ABS-Funktion damals gab es die Option auf die Rohloff nicht. Genau. Gibt es, glaube ich, immer noch nicht, ne? Gibt es immer noch nicht. Du hast es möglich gemacht und hat halt eben auf Eigenverantwortung, weil das ja halt eben auch jetzt so nicht angeboten wird von Riese und Müller, hast es gemacht. Du fährst jetzt wie lange mit der Rohloff, mit dem Rad? Genau, ich habe jetzt schon mit der Rohloff habe ich jetzt schon 2000 Kilometer gefahren. Ja, 2000 Kilometer. Wann haben wir das Video gemacht? Weißt du das noch? Letztes Jahr irgendwann. Ich meine, war das letztes Jahr? Es war letztes Jahr. Dieses Jahr war das noch nicht. Ja, dieses Jahr war das nicht. Nee, es war letztes Jahr. Ja, also kann man sagen, so ein Jahr ungefähr hast du das drauf, 2000 Kilometer. Fährst aber nicht viel Fahrrad, ne? Ja. Viele Kurzstrecken. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, du hast es jetzt in der Praxis auch erprobt, du bist damit rumgefahren, Genau. Das hat auch funktioniert und jetzt hast du einen weiteren Umbau vor. Was möchtest du uns denn heute zeigen? Eventuell auch etwas, was der Zuschauer vielleicht nachmachen kann. Genau, werde ich den Antreiber wechseln von der Rohloff, den Rohloff Carrier, weil wie einige schon gesehen hatten, den ich dran habe, der ist halt so nicht zugelassen mit dem Sprengring. Das heißt, den baue ich einmal um und ich baue einmal die Bremsscheibe nochmal um. Denn mir ist jetzt auch mittlerweile zweimal ist mir tatsächlich die ABS-Scheibe abgefallen bei der Fahrt. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Möglichkeit, dass das nicht mehr passiert. Ist sie abgefallen wegen des ABS-Umbaus oder? Wegen den Erschütterungen. Also ich habe die ABS-Scheibe, die habe ich ja ein bisschen zusammengeschnitten und halt angeklebt. Und durch die ganzen Vibrationen und Hitze, Temperaturschwankungen kann die tatsächlich abfallen. Mittlerweile hält die jetzt, aber halt bevor die jetzt wieder abfallen sollte und mir da doch ein größerer Schaden bei passiert, baue ich das einmal um. Das heißt, das baust du jetzt um und dann ist das Thema auch durch und dann brauchst du auch keine Angst mehr haben, dass das da irgendwie... Genau. Ja, okay. Ja, ich würde mal sagen, ich gehe dann jetzt wieder hinter die Kamera und begleite dich jetzt hier bei dem Umbau. Also, viel Spaß beim Zugucken. Jetzt hast du hier alles schon mal hingelegt auf dem Tisch, so richtig schön Arbeitsvorbereitung, was man alles so braucht, was man alles so jetzt dran macht, das Werkzeug, was du brauchst. Das ist alles, was du brauchst? Genau, das ist alles, was ich jetzt für den Umbau tatsächlich speziell brauche. Einmal die neue Bremsscheibe. Hier sieht man auch schon den Sensorring. Für das Der ist ABS. aber genauso wie bei der anderen Bremsscheibe, ne? Der ist von der Form etwas anders. Das können wir uns ja anschauen, wenn wir die abgebaut haben, können wir die mal kurz mal zeigen. Genau. Und, kann man die mal nebeneinander halten. Genau. Das heißt, lieber Zuschauer, ich blende das jetzt schon mal ein, weil wir haben ja den Vorteil beim Video drehen. Das, was hinterher passiert, können wir jetzt schon einblenden. Kurz zum Vergleich mal eben eingeblendet. Das ist die alte Bremsscheibe. Und das ist die neue. Also das heißt, den Unterschied, den sieht man auf jeden Fall. Was ist das denn Schönes hier? Genau, das hier ist ein Spezialwerkzeug für Gates Zahnriemen. Bei der normalen Kettenschaltung oder Ritzel hat man ja Zähne dran und man muss ja auch das festhalten können. Und dafür gibt es ja extra eine Kettenpeitsche, wo man denn das Ritzel sozusagen reinlegen kann, mit der Kette umschlingen kann und dann hat man halt einen festen Griff. Und dann kann man es lösen und kann es dann... Genau, und das muss ja auch bei einem Gates-Riemen, beziehungsweise bei Gates-Riemenscheiben muss das ja auch funktionieren. Das geht dann tatsächlich nicht mit der Kettenpeitsche, Dafür hast du dann... sondern geht dann nur mit diesem Werkzeug hier. Ja, dann haben wir hier noch
Spezialwerkzeug, nehme ich an, was du anpassen musst, damit du die Rohloff dann lösen kannst. Genau, das hier wäre der Lockring-Abzieher, beziehungsweise das für das Lockring das Werkzeug. Das sind diese hier und der passt dann halt genau auf den hier drauf, um den zu lösen und um den mit dem richtigen Drehmoment auch wieder festzubekommen. Alles klar. Jetzt haben wir uns das ganze Werkzeug angeschaut und Kelvin, ich habe dich ja gerade schon mal gefragt, also das ist alles, was du brauchst, um den Umbau vorzunehmen. Genau, das sind jetzt so die wichtigsten Teile, die ich dafür brauche. Ein, zwei kleine Werkzeuge brauche ich natürlich schon. Aha, fängt schon an, ne, mit Einschränkungen, wie auch immer. Ich werde das ganz genau beobachten, werden das alles protokollieren und aufnehmen. Und nee, aber Spaß beiseite. Genau, es ist tatsächlich nicht viel, was man dafür braucht. Ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Ja. Bitteschön. So, wir haben keine Probleme. Kelvin muss sich mal ganz kurz nur eben vergewissern, ob auch alles richtig abläuft hier. Und diese kleine Pause nutzen wir mal eben dazu, um euch zu sagen, wer wir eigentlich sind. Wenn es dein erstes Video ist, was du von Zweirad Hogendorn siehst, bei uns kannst du Fahrräder kaufen und E-Bikes. Und wir haben einen kleinen Fahrradladen in Jaderberg, 26349. Die Adresse ist hier unten eingeblendet und bei uns kommst du hin, wenn du ein extrem positives Erlebnis haben möchtest, wenn du dich nach einem E-Bike umschaust. Wir bieten auch einen 3D 360° Bodyscan an, wo du genau vermessen wirst, wo dein Fahrrad genau auf dich eingestellt wird, nach deinen Bedürfnissen und Wünschen angepasst wird. Die Vorauswahl zum passenden Rad, die findet auch bei uns statt. Und unter www.hogendorn.de kannst du auf der Terminseite einen Termin buchen. Kommst du vorbei, kriegst einen Kaffee und hoffentlich auch ein richtig tolles Rad, was dir dann gefällt, wenn alles so erledigt ist und wenn du ausgemessen worden bist. Wenn du das Fahrrad dann abholst und nach 4 Wochen feststellst, weiß nicht, irgendwie, nee, doch nicht, was eigentlich gar nicht vorkommt. Aber selbst für den Fall, wenn das so sein sollte, dann gibt es bei uns die Fahrspaßgarantie und gibst das Rad zurück. Fertig, so einfach ist das. So, aber jetzt weiter mit Kelvin. Ja. Was der Kelvin nicht weiß, was du jetzt gerade schon gesehen hast, lieber Zuschauer, ist, das war jetzt nicht so einfach, bis du das jetzt abbekommen hast. Jetzt muss man da fairerweise dazu sagen, wir haben ja hier zwar eine Werkstatt. Hat dir ein Werkzeug gefehlt oder? Genau, normalerweise klemme ich mir das eine Werkzeug immer am Schraubstock dran, dass der wirklich einen festen Sitz hat und auch nicht wackeln kann sozusagen, dass ich nicht schräg komme. Denn das ist tatsächlich, wenn ich das Werkzeug schräg benutze, ist das für das Werkzeug oder auch für das Material sozusagen auch tödlich, kann auch tatsächlich zu Beschädigungen führen. Das heißt aber auch, das ist normal, dass sich das so festsetzt, dass du das nicht so einfach abmachen kannst. Genau, das ist eigentlich auch das kann sich dass nach es der nicht so Zeit, einfach abgeht. kann sich das Alles tatsächlich klar. festsetzen. Komm, du kriegst erstmal jetzt einen Kaffee. Wir beide machen erstmal hier einen Cut. Nach den ganzen anstrengenden Dingens hier. Hast schon ein bisschen Panik gehabt, dass es nicht abgeht, ne? Ja, das war doch schon sehr fest. Gut. Also es war nicht das Werkzeug schuld, Kelvin schon mal 3-mal nicht. Dir fehlte einfach der Schraubstock. Ja. Gut. So, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. So, ich glaube, jetzt haben wir eine Stelle erreicht. Da müssen wir auch dem Zuschauer so ein bisschen erzählen und sagen, was da jetzt passiert. Was machst du jetzt? Genau, das hier ist ja der alte Carrier. Der ist hier mit dem Sprengring ja befestigt. Ich nehme den hier einmal ab, dann sieht man den auch. Das ist dieser hier. Und da ist ja dann das Ritzel nur so drinne gelegt und wird durch den Sprengring festgehalten. Genau, so sieht der alte von der Seite aus. Das hier ist der neue. Und da sieht man auch schon direkt den Unterschied. An dem neuen ist ein Gewinde dran und da wird er dann mit einem Lockring einmal festgemacht. Hat einmal den Vorteil, dass dann weniger Geräusche entstehen und dass die Riemenscheibe nicht am Taumeln ist. Wichtig ist dabei, dass man, wenn man den ausbaut, dass man die Narbe nicht zu weit nach links hält. Denn sonst kann es tatsächlich passieren, dass hier Öl austritt. Und das sollte natürlich nicht passieren. Und das natürlich immer hier auch alles sehr
sauber ist bei den Einbau. Also praktisch zur Kontrolle, dass du nicht doch was beschädigt hast. Genau. Ja. Ja, aber das sieht gut aus, ne? Da ist alles in Ordnung, kein Öl. Genau, das sieht alles gut aus. Es ist kein Öl rausgekommen. Wie gesagt, wenn ich den tatsächlich andersrum drehe, dann kann hier tatsächlich Öl austreten. Und dann bauen wir den neuen einmal wieder ein. Falls der eine das jetzt wissen möchte, ne, 30 Newtonmeter, was hier draufsteht, das ist das, was du gerade angezogen hast. Der Wechsel ist ja jetzt komplett. Genau. Was passiert als nächstes? Genau, der nächste Schritt ist jetzt, dass ich einmal die Bremsscheibe wechsle, dass die dann tatsächlich dann auch ja, sicher drauf ist. Ich halte jetzt mal die neue Bremsscheibe daneben. Und das sieht man auch genau das, was du am Anfang des Videos ja auch gesagt hast, der Unterschied. Das ist ja praktisch hier diese Scheibe für den Sensor. Das ist ja der hier. Genau, das ist dann dieser. Und das ist das, was schwarze praktisch ja nur, das ist ja nur aufgeklebt. Genau, meiner ist nur aufgeklebt. Der sitzt mittlerweile tatsächlich nach dem dritten Mal kleben komplett fest. Also kann jetzt auch so, zum Glück ist da nichts mehr passiert. Wie gesagt, mir ist ja tatsächlich schon mal zweimal abgefallen. Ich weiß aber noch, als wir damals das Video gemacht haben mit dem Einbau, das war ja das Problem, was du hattest, weil diese Bremsscheibe, die gab es ja noch nicht. Genau, die gab es tatsächlich noch nicht. Ist tatsächlich auch noch nicht erhältlich. Oh, wo hast du die denn her? Ah, okay, falsche Frage. Ja, der Kelvin, der will jetzt nicht so richtig sagen, wo er die her hat. Also du hast jetzt hier tatsächlich eine Bremsscheibe, die hast du ja nicht selber irgendwie aus dem Stück Stein rausgehauen. Also die habe ich tatsächlich von Rohloff bekommen. Ich würde mich dafür nochmal bedanken bei Rohloff, dass ihr mir das ermöglicht habt. Das darfst du auch sagen, ne, offiziell. Das ist die, also das heißt, da kommt demnächst was Genau. für Hersteller. Also das ist jetzt praktisch für... Die wird momentan tatsächlich nur an Hersteller geliefert, an Händler noch nicht. Beziehungsweise die ist auch im Shop noch nicht drin und nicht erhältlich. Da sagen wir jetzt auch nicht, wer das ist ja noch geheim. Genau. Ne? Aber es ist ein offizielles Produkt gegenüber dem, was Kelvin hier bei dem Umbau gemacht hat, was ja so halboffiziell gewesen ist. Darum hat er es auch selber gemacht. Das ist ein Umbau, den wir bei Zweirad-Togen noch nicht angeboten haben. Einfach aus dem Grund, weil es noch nicht alle Teile gab. Kelvin ist halt jemand, risikofreudiger Mensch, wenn man so möchte. Er weiß aber auch, was er tut. Und auf jeden Fall haben wir jetzt das Produkt, was wir damals gesucht haben, das haben wir jetzt hier vom Hersteller und das wird es demnächst dann auch offiziell geben. Das heißt, jeder, der also da draußen mit dem alten ABS-System unterwegs ist, der kann das dann umrüsten auf eine Rohloff. Sofern, kann man das so sagen, Riese und Müller den Umbau dann auch freigibt. Da weißt du aber auch. Der Hersteller muss natürlich den Umbau genehmigen. Man kann das nicht einfach so machen, da die Software und auch die Übersetzung natürlich auch dann stimmen muss mit dem, was natürlich am Fahrrad dran ist. Sonst kann es tatsächlich passieren, dass dann da ein Fehlercode entsteht oder auch tatsächlich das Fahrrad in den Notlaufmodus geht und nicht mehr vorwärts fahren möchte sozusagen, weil der dann denkt, dass man ein Tuning sozusagen an dem Fahrrad gemacht hat. Ist dir aber noch nicht passiert? Ist mir noch nicht passiert. Nicht einmal passiert? Nein, bei mir habe ich ja das Update von Riese und Müller machen lassen, dass einmal die Übersetzung geändert wird, dass ich dann auch wirklich keine Probleme habe beim Fahren. Kannst du den Zuschauern vielleicht ganz kurz erzählen, wie hast du das gemacht mit dem Update? Hast du mit dem Kontakt aufgenommen? Genau, ich habe einmal mit Riese und Müller telefoniert, einmal vorher gefragt, kann ich das machen? Macht ihr denn auch das Update für mich dann auch fertig? Und die haben mir das tatsächlich bestätigt, dass sie das machen. Und das hat auch keine Woche sozusagen gedauert, bis das dann drauf war, nach dem Umbau. Also auch an dieser Stelle schönen Dank nochmal an Riese und Müller, dass er das hier den Kelvin ermöglicht hat. Also, du hast jetzt alle Informationen, du weißt genau, was passiert, wenn du das auch machen möchtest. Und wir machen jetzt hier einfach erstmal weiter. Ja.
Das Video ist jetzt noch nicht zu Ende. Geht auf jeden Fall noch weiter. Es gibt wieder eine Bonusminute, ganz wichtig. Aber trotzdem an dieser Stelle einfach mal so frei weg. Wenn das Video gefallen hat, ganz gerne einen Daumen da lassen und Kanal abonnieren. Ansonsten, wenn du den Kanal schon abonniert hast, dann lass einen Daumen da. Das hilft auf jeden Fall immer für Reichweite und gesehen werden. Und die Bonusminute, die kommt jetzt, weil wir noch wissen wollen, das ABS, geht das überhaupt noch? Funktioniert das überhaupt, was ich da gemacht habe? Ja, ne? Einfach hier alles austauschen. Und das testen wir jetzt einmal aus. So, ich habe natürlich Wetter bestellt, es ist auch prompt eingetreten. Wir haben echt mal Sonne hier, ist ja voll ungewohnt, da können wir direkt hier alles. So, wie auch immer, wir machen mal ganz kurz hier eben 2 kurze Fahrten in der Bonusminute. Und zwar die erste Fahrt habe ich Kelvin gebeten, einfach mal alles auszumachen und eine ganz normale Bremsung hinzulegen. Das ist vielleicht auch für die Leute interessant, die gar kein ABS haben, mal darüber nachzudenken, dann beim nächsten Bike vielleicht ein ABS mit einzubauen. Also für mich ist das schon gesetzt, wenn E-Bike, nur mit ABS. Und ja, ich würde mal sagen, top, die Watte quillt. Alles klar. Bitteschön. Das war jetzt mit oder ohne? Das wäre jetzt ohne. Wie man jetzt gesehen hat, eigentlich eindeutig. Du hast beim ersten Mal, du bist jetzt zwar nicht so wahnsinnig weit gerutscht, aber die Reifen haben, also Genau, du hast das Vorderrad hat halt komplett blockiert. Hinten bin ich ja hochgekommen. Ich weiß nicht, ob richtig, man das gut ja, gesehen so ein bisschen hatte. konnte man das sehen. Und ABS, ganz klare Sache, ne? Du bist halt eben der Bremsweg, du bist einfach ohne wegzurutschen zum Stehen gekommen. Genau, man hat auch vielleicht auch die Körperhaltung bemerkt. Ja. Beim ersten Mal habe ich mich ein bisschen nach hinten gelehnt, damit ich nicht halt komplett mich überschlage, dass halt das Hinterrad mehr unten bleibt. Und beim zweiten Mal habe ich ganz entspannt hier einmal auf mein Fahrrad gesessen, so wie man das normalerweise macht und dann einfach komplett gebremst. Ja, wenn du mehr zum Thema wissen möchtest, auch was jetzt speziell ABS angeht, da haben wir auch schon irgendwie mindestens, ich glaube, 2 Videos gemacht. Die werde ich unten auch verlinken in der Infobox, wie auch die Videos vom Umbau der Rohloff von Kelvin. Alles in der Infobox unten zu sehen. Und ja, Kelvin, vielen Dank für diese Einsicht hier in deine Handwerkskünste und das, was du auch gemacht hast. Und ich würde mal sagen, ja, jetzt Mittagspause und dann wieder ab in die Werkstatt. Ne? Genau. Alles klar. Ja. Jo, mach's gut. Alles Bis klar. dann. Tschüss. Bis dann.